DJI Mavic Mini möchte ich heute Yagi-Uda-Antennen testen. Die 5,8 GHz Yagis werde ich in einem Distanzflug erproben. Und auch die 2,4 GHz Yagis werde ich in Distanz testen. Ich werde 3 Testflüge machen. Einmal mit der normalen Fernsteuerung ohne Aufsätze, dann mit den kleinen Yagis und zuletzt mit den großen Yagis. Die Testflüge werden alle in einem ländlichen Gebiet an der Stadtgrenze von Pulheim stattfinden, wo es viel Platz gibt zum Fliegen und langen, weiten Raum ohne große Interferenzstörungen. Da ich das zum ersten Mal mache, bin ich selbst gespannt, wie der Test ausfällt. Die ersten Signalstörungen haben sich schon nach 422 Metern ergeben. Die Mavic Mini ist in diesem ländlichen Gebiet nur knapp 500 Meter steuerbar. Auch wenn ich in eine andere Richtung fliege, ist die Reichweite ähnlich begrenzt. Bei 420 Metern, 430 Metern bricht das Signal ab und damit ist die Drohne nicht mehr richtig steuerbar. Überraschenderweise bricht die Verbindung zur Fernsteuerung auch bei den 5,8 GHz Yagis an der gleichen Stelle ab, also bei ca. 420 bis 430 Metern. Erst das Aufsetzen der 2,4 GHz Yagis brachte tatsächlich einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Fernsteuerung ohne irgendwelche Aufsätze. Hier konnte ich die Drohne knapp 1 Kilometer weit fliegen, bis es zu ersten Signalstörungen kam. Der Test hat auf jeden Fall schon mal gezeigt, dass die Yagis etwas bringen, insbesondere in diesem Gebiet, die 2,4 GHz Yagis. Ich bin schon gespannt auf einen weiteren Testflug, wo ich dann auch die Peilung der Fernsteuerung optimieren kann, aber auch die Positionierung der Yagis selbst auf der Fernsteuerung. Außerdem will ich einen Tag auswählen, wo weniger Wind herrscht, sodass ich nochmal einen richtig schönen Distanzflug ausprobieren kann, wo ich dann vielleicht auch die 1000 Meter, die ich heute erreicht habe, überschreiten kann.